großartiger Bergsteiger, fabelhafter Techniker. Reinhold Messner ist eine sehr komplexe und außerordentlich schwierige Persönlichkeit. Intelligent, aufgekriegt, weiß, was er will. Wir sind unten im Tal aufgewachsen, wo man im Großen und Ganzen kaum über die Ränder des Tales hinausgeschaut hat und haben uns früh schon gefragt, wie es dahinter ausschauen mag. Ich halte Reinhold Messner für den überragenden Bergsteiger unserer Zeit. Stürmen von bis 40 Grad Widerstand zu leisten vermag. Außerordentlich sensibel. Eine Vorstellung von einer größeren, in anderer Form zivilisierten Welt als diese kleinräumige Füllnösser-Bauerngesellschaft gab es gar nicht. Freilich setzt er sich dabei auch selber hübsch in Szene. Und wenn nun sein Ego an einem Effekt angegriffen wird. Ich bin durch die Enge, durch die Befehle von oben und das nicht gehorchen wollen, zu dieser rebellischen Haltung gekommen. The moment I wake up, I'm already there. 'Cause I am obsessed by my vision. And if I will try 100,000 times, I still have to roll up that stone. Gravity grabs you by the hand and smiles. Who can contain your ambition? And like a gambler's gambling all the time, you'll still have to roll up that stone. Are you mother's favorite son? Once across the borderline, the point of no return, you see the world through a watchman's eyes. You face the world as one. The borderline to kingdom come. Should I stay or turn back home? And still you keep rolling that stone. Are you mother's favorite son? Dann war es mit meinem Bruder Günther natürlich enger, weil wir durch das Klettern zusammengewachsen sind. Das Klettern heißt, wir haben miteinander Momente des Schreckens, der Angst, der Zweifel, aber auch des Hochgefühls erlebt, gemeinsam. Und das hat uns eben zu einer besonderen Seilschaft gemacht und eben eine sehr starke Bindung hervorgerufen, die geblieben ist bis zum Lebensende. In 1965 sind wir erstmals in die Westalpen gefahren. Wir kannten diese Berge nur vom Hörensagen aus der Literatur und sind draufgegangen ins Argentierbecken, weil wir schon ganz gute Eisgeher waren, aber noch keine Ahnung hatten, wie das ist auf 4000 Meter und mehr. Trotzdem sind wir in die Kurt Nordwand eingestiegen und bei Nebel haben die Wand gemacht. In der Hütte hat man ein bisschen gezögert und gezweifelt, ob wir das wirklich gemacht hätten. Das war uns relativ gleichgültig. Wir sind dann gleich in die Triolet-Nordwand eingestiegen, haben auch die gemacht. Und es war dann der Hüttenwirt, der gedrängt hat und gesagt hat, ihr seid so schnell, ihr seid so gut im Eis, ihr könnt auch die Droite-Nordwand machen. Wir waren ja 20 und 19 Oberschüler, gar nicht auf die Idee gekommen, diese wilde Wand zu machen, die damals als die schwierigste kombinierte Wand weltweit galt. Wir haben es dann versucht und dann ist die Angst über uns gekommen. Also ich muss zugeben, wir hatten einfach Angst. Aber im Hinterkopf ist natürlich diese Idee geblieben, früher oder später müssen wir diese Wand machen.
Pass auf, immer zu. Oh, geh rein, hilf mir. Beim Koffer aufladen. Ja. Unser Vater war sicher sehr streng, vielleicht war er auch zu streng. Und die Mutter hat dann das alles wieder ausgeglichen. Nicht nur seine Strenge mit Verständnis ausgeglichen, auch seine Unsicherheit, die ja auf die Kinder hätte übertragen werden können, indem sie eine ganz starke mütterliche Liebe zu den Kindern hatte, und zwar zu allen. 9 Kinder zu haben, ist nicht so einfach. Ja, das ist doch wie ein Spiel noch, ha? Hallo, sehen wir uns noch danach? Jetzt fahre ich mal ein wenig weg, hä? Die Mutter war einmal bei uns im Haus eine Quelle der Wärme und des Trostes und auch vielleicht eine, die sich vom Vater abgegrenzt und mit den Kindern solidarisiert hat in einem gewissen Sinne. Und die aber gleichzeitig, und ich denke, das trifft vielleicht besonders auf den Reinhold zu, sehr große Erwartungen hatte an diese Kinder. Ich glaube, dass es dem Reinhold sehr schwer gefallen ist, in irgendeiner Form die Mutter zu enttäuschen. Wir waren zu 6 in einem Zimmer, die Buben. Der Lebensraum hat sich auf die Küche beschränkt. Und da war immer ein kleines Kind da, das irgendwann geschrien hat. Die Mutter war vor allem von den Kleinkindern beansprucht. Und wir waren auf der einen Seite in diese doch relativ strenge Ordnung eingefügt, aber doch uns selbst überlassen auf eine Weise. Wir haben uns gegenseitig erzogen, würde ich sagen. Das heißt, die Großen, die Kleinen und die Kleinen nochmals die Kleineren. In diesem Umfeld groß werden heißt, sich versuchen selber zu bestimmen, sich versuchen selber einen Weg in dieser großen Familie zu finden. Und ich denke, dass dieses Umfeld dich sicher formt und zu dem macht, was du dann später wirst. Wir hatten das Glück, dass die Eltern dann im Sommer vom Renouille-Bauer hier eine Alm gemietet haben, ein paar Wochen lang. Und wir durften dann so ab einem Alter von 5, 6 Jahren da heraufkommen und haben hier eine Art Bergferien erlebt. Auf der Alm liegen auch ein paar Boulders herum, also so große Felsklötze. Und da sind wir ein bisschen herumgeklettert unter der Anleitung des Vaters, der uns beigebracht hat, wie man so mit 3 Haltepunkten irgendwo an diesen Felsen klettert. Wir haben hier absolut frei herumtoben, herumspielen können. Hier gab es keine bürgerlichen Regeln. Unten war die Kirche, die man am Sonntag besuchen musste. Unten war der Pfarrer, der alles kontrollierte. Der Lehrer natürlich auch, der ja unser Vater war, der hier oben viel großzügiger war als unten im Tal. Und die Nachbarn, die natürlich genau wussten, was ist hier los und was ist dort los. In diesen kleinen Dorfgemeinschaften eingeschlossen zu sein, heißt wie in einem Gefängnis leben. Und hier oben war das Gegenteil davon, der Freiraum. Es gab hier die Ansätze eines anarchischen Lebens. Als alle bedeutenden Berge der europäischen Alpen von den Menschen bewältigt waren, wandten sich die Blicke derer, die von den Bergen nicht lassen konnten, in weite Fernen, wo himmelhohe Riesen ihre weiß schimmernden Häupter durch die Wolken der Sonne entgegenrecken. Einer von ihnen war Albert Frederick Lamoureux. Er hat als erster versucht, im Alleingang 1895 den Nanga Parbat anzugreifen. Er ist dabei in einer Lawine umgekommen und somit das erste Opfer dieses Berges und zugleich des Himalaya geworden. Helmut, Reinhold, aufstehen! Meine erste Klettertour war der höchste Berg von den Geißlerspitzen, immerhin über 3000 Meter hoch. Der Tata wartet schon. Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet, was wir da erleben würden. Ich war zumindest auch aufgeregt. Der Vater hat gesagt, wir machen die große Tour. Buben, wartet dann da oben ein bisschen.
Und jetzt rechts weg. Da teilen sich die Wege da. Ich war damals 5 Jahre alt und ich sage nach wie vor, es ist meine größte Bergtour. Wenn ich eben das Verhältnis hernehme, kleiner Knirps, zu diesem Berg. Der Everest später, da war ich erwachsen, aber das sind vom Basislager bis zum Gipfel auch nur 3300 Höhenmeter. Und das macht man dann in Wochen und Monaten und nicht an einem Tag. Buben, wartet's. Wartet mal, Buben. Hast du auf Zeiten? Warte, da gehe ich voraus. Also er ist auch eher vorausgegangen, war der weniger Angst gehabt als ich. Auch die Höhe und andererseits auch die Felswände, die da links und rechts hinaufragten. In dem Moment war das für mich eher angsteinflößend. Jetzt passt ganz gut, dass die Steine auf da. Helmut und die Mama nichts abkriegen. Ich erinnere mich an meine erste Bergtour. Allerdings war die nicht mit dem Reinhold, sondern ich glaube, die war mit dem Erich und mit dem Siegfried. Und die war so bei uns gewissermaßen ein Initiationsritual. Da wurde man auf die Sassrigeis geschleppt. Also in meinem Fall war es geschleppt, weil ich hatte von vornherein immer doch ziemliche Höhenangst. Ich wusste, für mich ist das Bergsteigen nicht unbedingt das, was ich als Haupthobby da verfolgen würde. Rechts hat es einen schönen Spitz zum Halten. Jawohl, jetzt der Helmut. Wir haben uns da durchgebissen. Natürlich hat uns der Vater auch aufgemuntert. Es gab schon Krisen, dass wir gesagt haben, das ist sehr weit. Die Kanzel rauf. Gleich zu, Reinhold. Brauchst keine Angst haben. Aus eigenem Antrieb hätte ich das nicht gemacht. Das kommt erst viel später. Es war kein bisschen Stolz oder irgendwie eigenes Schulterklopfen, vielleicht ein Lob von den anderen, die da am Gipfel waren. Die haben natürlich auch gestaunt, dass diese Knirpse da hochgestiegen sind. Aber viel stärker habe ich in Erinnerung den Rundblick, also auf die Zentralalpen. Das sind ja die Gletscherberge, der Zillertaler Alpen, der Ötztaler Alpen. Noch stärker der Eindruck vom Gipfel des Sassrigeis hinein in die Dolomiten. Mein Vater kannte alle Gipfel, den Sassonger und die Marmolada und die Cibetta und den Andelao. Bilder, die ich von diesen Dolomiten heute noch im Kopf habe, die gehen auf diese Kindheitserfahrungen zurück. Als ich zurückkam auf diese Alpen, kam mir das sehr sonderbar vor, dass ich wirklich da oben gewesen war. Ich habe mir selber kaum geglaubt, mir selber kaum zugetraut, dass ich wirklich so hoch gestiegen war. Wir hatten daheim eine Geflügelfarm, sonst hätte der Vater nie 9 Kinder durchgebracht. Es hatten sicher so 500, 600 Hühner insgesamt. Wir hatten uns zu kümmern um das Futter, die Eierlese, das Wasser, Ausmisten. Und natürlich die Hähnchen schlachten. Und da haben wir ja bis zu 70, 80 Hähnchen am Wochenende da gerupft und verarbeitet und dann ausgeliefert. Günther! Der Vater war im Grunde ein ängstlicher Mensch, der, ich glaube, vor allem Versagensängste hatte und der seine Angst und seine Ohnmacht und Hilflosigkeit irgendwie immer über Aggression zum Ausdruck gebracht hat. Der Günther ist verprügelt worden. Eine dramatische Situation, die uns natürlich zusammengebracht hat, weil wir das als Kinder ungerecht empfanden. Es war auch ungerecht, mehr will ich dazu ja nicht sagen. Diese Geschichte ist ein Beispiel für das gesamte Aufgezogenwerden. Also wir wurden ja aufgezogen. Also ich benutze jetzt absichtlich einen Ausdruck, wie man auch Tiere aufzieht. Der Vater war auch jemand, der in einem gewissen Sinne durchaus ein warmer Mensch war, in gewisser Hinsicht auch einen Sinn für Humor hatte, aber der es nicht über sich gebracht hat, in irgendeiner Form anerkennend, zuwendend oder zärtlich zu sein. Auf jeden Fall nicht mit seinen Söhnen. Er war ein strafender Vater, ein kritisierender Vater, ein Vater, dem in gewisser Weise
nicht wirklich viel recht gemacht werden konnte. Und ein Vater, der natürlich besonders den Widerspruch hervorgerufen hat. Wir haben uns früh gewehrt. Und dieses sich wehren und damit Widerstand aufgebaut haben, ist für mich ein Leben lang Teil meiner Existenz geblieben. Das heißt, wenn ich Widerstand empfinde, dann versuche ich, diesen Widerstand zu überwinden. Eine Felswand ist ja nichts anderes. Für mich ist es eindeutig so, dass die Berge eine Möglichkeit waren, auszubrechen. Später wurden diese Felsen, vor allem die Geißlerspitzen und dann die anderen Dolomiten, für uns eine Art Fluchtburg. Spätestens ab 12., 13. Lebensjahr waren wir den größten Teil des Jahres im Internat. Wir waren mindestens 9 Monate im Jahr nicht im Tal. Wir waren im bischöflichen Seminar in Dorf Tirol, also das eigentlich für den Priesterberuf vorbereiten sollte. Man hatte zwar schon Kontakt mit dem Elternhaus über die Briefe der Mutter, aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Vater uns je besucht hätte. Das war sicherlich recht streng und recht diszipliniert ausgerichtet und in dem Sinne vielleicht ein Stück weit die Fortsetzung meines Vaters mit anderen Mitteln. Ich kann es nur von mir sagen, dass es mir sehr zunehmend schwerer gefallen ist und ich zunehmend innerlich opponiert habe gegen dieses Regime und gegen diese Form, eigentlich Persönlichkeiten fast zu zerstören, also die Individualität zu nehmen. Ich hatte keine Lust, meine Klettererlebnisse, vor allem dieser extremen Dimension, vor der Klasse auszubreiten, weil ich das Klettern völlig weggehalten habe von der Schule. Das waren 2 völlig verschiedene Welten. Wir sind im Winter durch die Matterhorn Nordwand und ich war länger weg, als ich damals weg sein durfte von der Schule. Als ich wieder in die Klasse kam, hat der Deutschlehrer, der eigentlich eine sehr große Sympathie für mich hatte, weil ich damals schon veröffentlicht, also geschrieben hatte, mich vorgeknöpft und wollte im Grunde hören, was ich da getan habe. Es wussten alle, dass ich klettern war. Dieser Deutschlehrer wollte mich im Grunde zwingen, mit seiner Macht als Lehrer, das alles auszubreiten. Ich habe mich verweigert. Er hat dann einen Vermerk in mein Schulheft geschrieben. Ich habe das Heft hingenommen, bin in meinen Platz gegangen, habe es unterschrieben und wieder rausgelegt. Das hat ihn so wütend gemacht. Er hat mich dann, das ist eindeutig böswilligerweise gewesen, durch das Abitur fallen lassen. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass mein Vater da dem Reinhold also sehr massiv angegangen ist. Und ich kann mich sehr deutlich erinnern, wie der Reinhold sehr ohnmächtig und vielleicht auch verzweifelt irgendwo eigentlich nur am Küchentisch geweint hat. Und die Mutter versucht hat, den Vater zu beschwichtigen. Ich war aber sicher, dass ich das Abitur schaffen würde. Und war im Herbst zufällig, das war nicht Absicht, knapp bevor die Nachprüfung war ich am Walkerpfeiler. Da hatten wir wieder Pech, es war alles vereist. Und wir haben, statt das an einem Tag zu machen, 2 volle Tage gebraucht. Und ich kam, glaube ich, am Abend, bevor die Nachprüfung war, nach Bozen zurück. Mit aufgeschürften Fingern, ja, die Haut an den Fingerspitzen etwas demoliert. Und dieser Lehrer hat sofort gesagt, und Sie waren schon wieder klettern. Und ich habe nur geantwortet, warum nicht? Das ist meine Angelegenheit. Das geht niemandem nichts an. Dann hat mich der Direktor geholt und ich habe ihm gesagt, Herr Direktor, Ihre Schule brauche ich nicht. Ich mache das Abitur privat. Und wenn ich es das 2. Mal nicht schaffe, werde ich es ein 3. Mal versuchen. Der Vater der ja auch irgendwo, ich glaube, das muss man so sagen, einen grausamen Zug an sich hatte. Es in sich notwendig fand, den Reinhold sozusagen aufgrund dieses Umstandes demütigen zu müssen. Und ich hatte das Gefühl, dass er das geschafft hat. Ich bin am gleichen Tag weggefahren, ausgezogen und nie mehr in die Geflügelfarm zurückgekommen. Ich habe mir dann das Leben selber finanziert.
Und dann habe ich mir langsam unten im Tal was gesucht und bin ja bis zum 40. Lebensjahr in Villeneuve geblieben und erst später dann in eine Fluchtburg gewechselt. Der Vater hat gefunden, das sei hinausgeschmissenes Geld. Was brauchst du so eine Burganlage, die nur kostet und nichts bringt? Ich wusste gar nicht, dass er nie oben war oder sich das nie angeschaut hat. Du spinnst ja. Das war so mein Vaters Art und Weise, damit umzugehen. Der Reinhold und seine Lust an der Auflehnung. Man könnte sich den Reinhold jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen ohne diese Auflehnung. Vielleicht ist diese Auflehnung ja auch mit dem unbewussten Versuch verbunden, sich eigentlich dem Vater unterwerfen zu wollen und sich dem Vater aber nicht unterwerfen zu können. Für den Reinhold ist Auflehnung ein Stück weit Inhalt. Etwas, was der Vater nie verstanden hat, war, dass der Reinhold so seine Vision hatte und dass er diesen Dingen konsequent nachgegangen ist. Und ich glaube, es war ihm zutiefst zuwider, dass der Reinhold da immer groß gedacht hat. Das lässt sich machen. Ja. Das ist so Reinholds Motto gewissermaßen. Ja. Das lässt sich tun. Ich habe beim Bergsteigen im Grunde mehr gelernt als in der Schule oder auf der Universität. Auch die Fähigkeit, mich ganz auf etwas einzulassen, mich auf Feinheiten zu konzentrieren und alles andere einfach zu vergessen, kam auch durch das Felsklettern und nicht durch das brave Aufpassen in der Klasse. Ich habe dann manchmal diese Biers angeschaut und habe mich immer gewundert, wo jetzt genau der Spaß an der Sache eigentlich liegt. Ich habe gemerkt, dass es für Reinhold und für Günther offenbar etwas war, was für die wichtiger war wie alles andere. Wir haben genau das getan, was schizophren ist. Wir sind dorthin gegangen, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen. Das war ein ganz scharfes Austesten zwischen möglich und unmöglich oder ein ganz scharfes Durchgehen zwischen Durchkommen und Umkommen. Wirklich die enge Bindung, die über alle anderen Bindungen hinausging in der Familie, die entstand erst mit dem extremen Klettern. Das passierte nur mit dem Günther. Also Beitler, Nordwand, Erstbegehung. Da wussten wir anschließend, wir haben etwas gemacht, was sonst niemand machen kann, mindestens nicht in dem engen Kreis der Familie. Und das können wir den anderen auch nicht mehr erzählen. Und dann waren wir in einer anderen Welt. Der Günther war ja auch ganz gerne mitfahren. Ja, wenn von mir eingeladen haben. Günther, wo ist denn die Mutter? Kommt gleich. Du auch. Probierst du noch mal Nordwand? Ja, vielleicht. Machst du es gut. So, Günther, mach's gut, gell? Du hast auf die kleinen Kinder gut aufpassen. Ja, ja. Geh Mädel, komm mal fahren. Lass mich mal weiten Weg vor uns, bis auf Chamonix. Der Vater hat erstmals bei dieser Reise ein bisschen vom Krieg erzählt. Mein Vater war ja in Russland gewesen, er war bei der Wehrmacht, weil er im Rahmen der Option für Deutschland optiert hatte 1939. Jetzt freue ich mich wirklich, in Urlaub zu fahren. Und bei dieser Option, die mein Vater mitorganisiert hat, sind 86% der Südtiroler bereit gewesen, für das Dritte Reich zu optieren. Die wären dann Deutsche geworden, die hätten auswandern müssen. Man sprach davon, die auf die Krim und in die Karpaten zu verpflanzen. Und die Nicht-Optanten wären natürlich italienisiert worden. Man hat ja damals den Südtirolern die Namen sogar weggenommen. Aus einem Josef wurde ein Giuseppe. Das hat den Leuten natürlich wehgetan. Aber mein Vater hat, die Kinder sind ja zwischen 43 und Ende 50 geboren, alles Namen gewählt, die nicht übersetzbar sind. Reinhold ist nicht übersetzbar, Helmut ist nicht übersetzbar, Waltraud ist nicht übersetzbar. Der hat erzählt, dass er dann an führender Stelle mit deutschen Generälen als Übersetzer gesehen hat, was da alles passiert ist. Und damit ist mir auch klar geworden, dass diese Haltung für das Dritte Reich immer noch in ihm steckte und dass er alles abgewälzt hat. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir in der Familie eine offenere Auseinandersetzung gehabt hätten. Wir sind ja aus dieser Enge, aus dieser Sprachlosigkeit herausgewachsen und in eine andere Welt geworfen worden.
Das war die Anarchie, was wir in den Wänden gelebt haben. Keine Macht für niemanden. Die Bilder der Protestbewegung, die waren in uns schon vorhanden. Wir haben aufgehört mit Bergheil, wir haben aufgehört, Fahnen zu schwingen. Das Bergsteigen hatte keine nationalistische Dimension mehr. Ich war einer der Ersten, der von dieser heldenhaften Form des Bergsteigens, von dieser sieghaften Form des Bergsteigens völlig weggegangen ist. Und ich wurde natürlich von älteren Bergsteigern, diesen Edelweißbergsteigern, diesen Gamsbartträgern, sehr stark kritisiert. Aber das hat mich überhaupt nicht berührt oder interessiert. '69, und da war ich inzwischen sehr erfahren im Eis, im Fels, und ich war zur Ensa gereist. Da waren die besten europäischen Bergsteiger jeweils eingeladen. Ich bin raufgegangen in das Erschentierbecken mit dem vagen Gedanken im Hintergrund, vielleicht versuche ich die Wand allein. Die Älteren, die Erfahreneren, die sowas nicht mehr machen konnten, haben sich eben auf die Position gestellt, das ist nicht vertretbar. Und da bin ich relativ radikal auch dazwischen gegangen und habe gesagt, das hat mit Moral überhaupt nichts zu tun. Und seit damals bin ich auch jemand, der auch in der Szene ganz offen sagt, wenn es sein muss, auch ohne einander. Ich brauche die Szene nicht. Die Szene braucht auch mich nicht. Aber ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich Berg zu steigen habe. Après, quand il est venu en 69, en gros, quand il est arrivé au refuge, c'était une évidence, il venait pour les droites. Hey, Manuel, comment vas-tu? Salut. Donc mon frère tout de suite lui dit, il est droite, et il a dit oui, évidemment. Mais où est ton frère? Tu es pas venu tout seul quand même. Ja, mein Bruder ist nicht da, ich bin jetzt allein. Aber mal schauen. Tu n'es pas sérieux. Reinhold a bousculé les choses. Et nous, il ne faut pas oublier que mai 69, c'est un an après mai 68, quoi. Donc on gardait un peu le refuge, pas de manière communautaire, mais bon, il y avait des jeunes avec des cheveux longs qui étaient cool. Et bon, je pense qu'avec Reinhold, ça a ce côté un peu différent. Il aimait bien le refuge. Forcément, l'information a circulé, il y avait des guides, parce qu'on en a parlé, il nous a dit de rien dire, mais c'était quand même difficile, parce que c'était tellement énorme. Bon les gars, là, à côté, là, il y a un gars qui a un gros projet pour demain. Le gars qui est là derrière. La face nord et droite. Tout seul, demain, il va faire la face nord et droite. Sag mal, Leute, hast du das gehört? Was hat er gesagt? Ich glaube, Nordwand wollen die machen. Nein, das geht nicht. Du hast, schau mal in den Buch nach. Also was ich gehört habe, ist extrem schwer. Also das war Wahnsinn. Ja. Dann macht's einmal zu. Was ist das? Die Nordwand der Draht, gut 1000 Meter hoch und 500 Meter breit. Obwohl die Wand gut einzusehen ist, wurde sie als die letzte der großen kombinierten Wände erstiegen. Insgesamt handelt es sich um einen sowohl im Eis als auch im Fels sehr schwierigen Anstieg. Zweifelsohne eines der größten Unternehmen der Alpen. Ist die schon mal wie abgegangen? Ich glaube schon, warte mal, da steht's. Du, die ersten, die haben 5 Tage gebraucht und die zweiten, die haben 2 Tage gebraucht. Und der will das in einem Tag machen, oder? Ganz allein. Ich weiß nicht, was ich kann. Wahnsinn. Donc si ce gars le fait tout seul, eh ben, chapeau. Schlechte Sicherungsmöglichkeiten, kaum Biwakplätze, schwierige Freikletterei. Mon frère qui parlait avec lui a choisi de faire le réveil de 3-4 heures du matin pour les faces nord. Habituel, c'est 2 heures du matin. Reinhold. C'est 3 heures. Schwierig beim solchen Alleingang wie in der Nordwand ist das Losgehen, weil ich in der Dunkelheit Angst hatte, in die Wand einzusteigen, weil wir natürlich im Vorfeld alles wissen, was passieren könnte. Und ich muss auch zugeben, dass Günther ziemlich sich distanziert hat, weil auch er fand, das ist zu riskant, was du machst. Das überlebst du nicht.
Ich wollte nicht, dass die Szene oder meine Eltern oder meine Brüder wissen, dass ich in diese schwierigen Routen solo einsteige. Beim Alleingang darf ich wirklich keinen Fehler machen, weil jeder Fehler tödlich sein kann. Wenn ich losklettere, dann muss ich Ängste ausgeschaltet haben. Das passiert automatisch, weil ich mich ganz konzentrieren muss auf Griff und Tritt. Vor allem, wenn ich mich nicht sichere. Ich selber werde Griff und Tritt. Wenn ich nicht alles, was draußen ist, auch moralische Fragen, vergesse, in diesem Fall auch meine Eltern oder meine Brüder, die daheim sitzen und ahnen, dass ich irgendwas Schwieriges mache, kann ich das nicht machen. Ich sehe dabei nur diese paar Quadratzentimeter Eis oder Schnee oder Fels. Und so ist das ein ununterbrochenes sich absolut auf diese Haltepunkte einlassen. Und damit entsteht ein Flohzustand. Es klettert sich in diesem Fließzustand viel leichter, weil ich immer in Bewegung bin und in absoluter Konzentration. Es reicht ein faustgroßer Stein auf einem Finger und die Hand hält nicht mehr und dann bin ich eben weg. Aber wenn ich eben so schnell bin, dann sind die Möglichkeiten, von einem Stein getroffen zu werden, viel geringer, als wenn ich da 3 oder 5 Tage in dieser Wand hänge. On va chercher. Quand il est arrivé au sommet, je continuais à penser que c'était un casse-cou. Eh oui, il était arrivé, mais il était quand même casse-cou pour avoir fait ça. Et bien sûr, on l'a vu sortir au sommet dans des temps records, vers midi, midi et demi. Et effectivement, là, on a dit, on vient de passer quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'on voyait quelqu'un grimper comme ça, de manière continue dans une face, avec ses points d'appui, avec ce poignard qu'il avait amené, ce piolet. C'était quand même quelque chose de très surprenant et tous les gens qui étaient là étaient surpris, quoi. Ça a marqué ma génération, ça c'est clair. Wir sind dann am nächsten Tag noch aufgebrochen und hinaufgegangen auf die Aiguille du Midi und haben dann den Fresnay-Pfeiler an einem Tag geklettert, erstmals, und gingen am gleichen Tag herauf wieder auf die Erstentierhütte, haben hier eine Erstbegehung gemacht, den Bergland-Pfeiler, sind drüben zur Grand Charras gegangen und wollten dort an den Nordwand eine neue Route klettern, aber dann reichte die Kondition nicht mehr.
Ich kam in sehr guter Verfassung zurück und habe dann 69 im Grunde nur geklettert. Wenn ich keinen Partner hatte, dann bin ich solo geklettert. Und zwar am äußersten Rande des damals Möglichen, aber ich fühlte mich in diesem Gelände relativ sicher. Am Ende des Sommers war ich in so guter Form wie nie nachher und auch nicht vorher. Und ich hätte mir damals niemals vorstellen können, mit dem Klettern aufzuhören. Dann kam die Nanga Parbat-Expedition, die in der Tat auch aufgebaut ist auf diesen Erfolg in der Droite-Nordwand. Und das war eine andere Dimension. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass es uns sehr leid getan hat, als Brüder, dass nur Reinhold eingeladen war und dass Günther nicht eingeladen war. Mama? Danke, danke. Günther, ich habe etwas für dich. Geschenk. Und schon Reinhold, das könnte etwas sein. Was ist denn das? Vielleicht. Hm? Scheini. Schau. Nanga Parbat, darf ich mitfahren? Schnauert. Dankeschön. Das ist ein super Geschenk. Er hat sich auf diese große Herausforderung sicherlich gefreut, hat sich nicht hinten angestellt gefühlt, was er sich vielleicht früher machen wollte. Nachdem ich gebeten hatte, meinen Bruder einzuladen, was wiederum von meinem Vater angeregt wurde, hat Herrlichhofer, der Expeditionsleiter, damals in einer Art Monopolstellung, weil er die Kontakte hatte, nach Pakistan vor allem, nachgegeben und hat eben auch meinen Bruder eingeladen. Kurz vor Antritt der Expedition habe ich abgesagt. Und an meiner Stelle ist dann der Günther dazugestoßen. Das war eine sehr schnelle Entscheidung von mir, viel zu spät natürlich, da habe ich auch sehr viel Schuld gehabt. Und der Günther war ja kein Ersatz, war ja ein gleichwertiger Partner, aber wie dem auch sei, er ist dann dazugestoßen und das war halt dann nicht so schön gewesen. Nicht? Ein relativ großer Ehrgeiz da, denn die führenden deutsch sprechenden Alpinisten der damaligen Zeit hatten das versucht und waren gescheitert. Und dann waren wir an der Reihe, wir waren eine viel jüngere Mannschaft, aber da war schon auch der Ehrgeiz da, zu sagen, wenn es die nicht können, wir können das. Die Poolgeschichte am Nanga Parbat kannten wir alle. Und natürlich dann die Aussage, die Rupelwand ist im Grunde nicht machbar. Aber zwischen der Poolbesteigung und unserer waren 17 Jahre vergangen. Wir waren in eine neue Zeit hineingeboren. Es ging um die großen Wände und die Rupelwand war halt die Nanga Parbat-Wand. Der Nanga Parbat, der im deutschen Sprachraum viel wichtiger war als alle anderen 8000er, mit der höchsten Wand der Welt, ergab für uns in unserer fast naiven, jugendlichen Sicht die Zielsetzung schlechthin. Es ging ja darum, ein alpinistisches Problem zu knacken. Wäre ich eingeladen worden auf einen Normalweg vom Everest, dann hätte ich gesagt, nein, interessiert mich nicht. Ich bin doch kein Schneehatscher. Im Grunde war das Ziel des Expeditionsleiters, dass er Leute auf den Gipfel schickt, wer immer es schafft. In diesem Sinne war diese Expedition mehr als althergebracht. Das war der Geist der 30er Jahre. Wir geloben, in dem Ringen um einen der höchsten Gipfel unserer Erde, ehrenhafte Kämpfer zu sein. Ehrenhafte Kämpfer zu sein.
zur Ehre unseres Vaterlandes. Zur Ehre unseres Vaterlandes. Auf unserer Expedition Bergheil. Heil! 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 Ein Expeditionsleiter, der agiert hat wie ein General, allerdings vom Bergsteigen relativ wenig Verstand und eine zusammengewürfelte Mannschaft. Herlikofer war in der Lage, alle anderen Seilschaften, die eingespielt waren, Heim, Kurn, Sala, Scholz zum Beispiel, auseinanderzureißen. Bei uns ist es ihm nicht gelungen. Ich habe einfach gesagt, wir gehen entweder gemeinsam, mein Bruder und ich, oder wir gehen überhaupt nicht. Wir beide haben ja schon im Nanga Parbat davon geredet, wie wir es anschließend schaffen könnten, mit einer Bergsteigerschule eine Art Profi-Dasein nebeneinander zu schaffen. Vorher hatten wir diese Idee nie überhaupt durchdiskutiert. Aber am Nanga Parbat hat sich das verändert, weil wir gesehen haben, was diese berühmten Herrschaften, die mit dabei waren, taten und konnten. Wir sind da eher jung und bescheiden hingekommen und dann relativ schnell zur Erkenntnis gekommen, was die können, können wir auch. Vor allem, dass das Umgehen mit der großen Natur angeht. Per Teleport erfahren wir, dass die Gebrüder Messner und Gerd Bauer noch heute zum Lager 5 übersiedeln werden, um dort zu nächtigen und in den frühen Morgenstunden, je nach Wetterbericht, die Rinne gemeinsam zu versichern oder gemeinsam einen Vorstoß zu wagen. Bei roter Rakete jedoch abzuwarten oder abzusteigen ins Lager 4. Und natürlich habe ich gesagt, was der Herlikofer erzählt, ist absolut aus der Luft gegriffen und erfunden. Aber es bleibt trotzdem irgendwas hängen. Das ist logisch. Das Wetter ist einwandfrei und so steigt Reinhold Messner zunächst allein zum Gipfel hoch. Unsere Informationen waren ja klar. Das Wetter wird schlecht. Die rote Rakete hat das ausgesagt. Und mein Vorschlag war über Funk ins Basislager durchgegeben. Ich gehe, wenn das Wetter schlecht wird, allein. Und meinen Bruder habe ich aus diesem Projekt ausgeklammert, weil ich wusste, ich kann das für mich verantworten. Ich kann allein viel schneller reagieren. Ich traute mir diese letzten 1000 Meter zu. Mit der roten Rakete bin ich eingestiegen in die sogenannte Merkel-Rinne. Das steilste Teil, man muss sich das vorstellen, das ist fast senkrechtes Gelände. Und am Ende der Merkel-Rinne war mit dem Nachkommen des Bruders plötzlich eine Konstellation da, an die ich nie gedacht hatte, die es nicht gab in meiner Fantasie. Und als er bei mir war, habe ich ihm gesagt, das ist sehr gefährlich, was du da tust. Trotzdem haben wir beide uns darüber verständigt, mehr oder weniger mit Blicken, da oben wird nicht viel geredet, wir schaffen das schon noch. Man geht in die Berge mit einem Seil. Wenn einer abstürzt, ist man imstande, den zu halten. Abseilen hätte mein Bruder schon können, aber er konnte nicht frei klettern, diese Schwierigkeiten. 1000 Höhenmeter mir nachrennen in sehr kurzer Zeit, das bewirkt eben einen Zusammenbruch und vor allem auch, weil er Anzeichen hatte von Höhenkrankheit. Mein Bruder ist vermutlich auch nachgestiegen, weil er sich bei diesem letzten Schritt zum Gipfel nicht ausgrenzen lassen wollte. Der Hubert und ich und auch der Siegfried, wir waren damals den Sommer über in der Schweiz und haben dort auf einer Alm Kühe gehütet. Und ich kann mich erinnern, dass wir eines Tages auf dieser Alm ein Telegramm zugestellt bekommen haben vom Vater.
Am Gipfel war mir klar, wir sitzen absolut in der Falle. Es ist nichts versichert, es steigt auch niemand nach. So können wir die Rupalwand nicht mehr runtergehen, weil mein Bruder sicherlich irgendwo in dieser Steilwand abstürzen würde. Dann steigen sie, wider alle Abmachung und gegen alle Vernunft, über die Westflanke des Berges ab. Also müssen wir uns selber helfen und sind einmal abgestiegen bis zur Merkel-Scharte, wo die einzige Hoffnung bestand, eventuell ins Lager 5 zu rufen. Das erste Biwak war auf 7, 8, 7, 9 und wir haben natürlich keine Möglichkeit gehabt, uns zu schützen. Wir saßen mit dem, was wir anhatten, da und haben auf den Morgen gewartet. Und als ich dann sah, dass diese Wand unterhalb der Merkel-Scharte mindestens senkrecht ist, war mir schon sehr mulmig, weil ich mir gedacht habe, da kommt vermutlich niemand hoch. Wir brauchten ein Seil, um abzuseilen. Und als Kurn und Scholz kamen, gab es für mich nur eine Antwort. Die sind gekommen, weil sie unsere Hilferufe gehört haben, weil sie uns ein Seil bringen wollten. Nie im Traum wäre ich drauf gekommen, die wollen am Gipfel sein. Und erst als die versuchten, zu uns zu kommen, war mir klar, sie können uns auch nicht helfen. Und damit waren wir auf uns selbst gestellt. Was hätten wir davon gehabt, wenn die versucht hätten, auf Teufel komm raus zu uns hinzukommen und sie wären dabei abgestürzt? Ich habe immer irgendwie in mir selbst an dieser Fantasie und dieser Vorstellung festgehalten, dass der Günther vielleicht gar nicht umgekommen sei, sondern vielleicht mehr das Weite gesucht hat. Schien mir immer so kompatibel, so möglich für den Günther, der immer so die Einsamkeit gesucht hat, von dem ich mir vorstellen konnte, dass außerhalb der Zivilisation zu leben für ihn sozusagen eine Möglichkeit war. Wir mussten irgendwo runter. Was Mamre 1895 klettern konnte, müssten wir auch noch in kaputten Zustand absteigen können. Und der Birmir-Abstieg auf der anderen Seite ist ja nicht in einer Stunde getan, sondern das dauert in unserem Fall fast 2 Tage. Es ist unübersichtlich und voller Spalten unter einem riesigen Seenack. Ich habe auf ihn gewartet und habe dann gesagt, ich muss mal schauen, ob man um diesen Eisbruch rumkommt. Und als er nicht nachkam, bin ich dann wieder zurückgegangen. In die Berge, wo man Sichtkontakt hat oder man Schreikontakt hat. Und deshalb ist es sehr schwierig verständlich, dass dort kein Sichtkontakt ist, dass dort kein Seil ist, dass man dort einfach sich verlieren kann. Manga Bauer, der Mietwohl. Du kannst stolz sein. Nein. Schön. Dankeschön. Der Inhalt dieses Telegramms war: Günther ist tot. Reinhold lebt noch. Das waren die 2 Sätze des Telegramms. Das war uns nicht verständlich. Wie kann ein Bruder den anderen Bruder verlieren? In den Alpen sind wir geklettert und haben einfach gesagt, wir kommen nicht ums Leben. Also das ist natürlich eine völlige Überheblichkeit. Aber so haben wir das empfunden. Und dann bin ich allein am Ende der Welt und weiß natürlich nicht, was ich tun soll. Nun ist mein bester Kletterpartner, mein Bruder, auch mein Komplize in diesen extremen Sachen, die wir gemacht haben, einfach von einer Sekunde auf die nächste für mich nicht mehr da gewesen. Es war auch in mir eine Verpflichtung, du musst es mindestens nach Hause schaffen, um den Eltern zu sagen, was passiert ist. Ich wusste, dass es für ihn schwierig sein muss, ohne den Günther zurückzukommen. Und dass es bei uns sicher so war, dass immer der Ältere auf den Jüngeren aufpasst.
Ich denke, dass mein Vater schon dem Reinhold immer den Vorwurf gemacht hat, den Jungen nicht zurückgebracht zu haben. Meine Mutter hat am meisten darunter gelitten, aber auch mit mir dann die Schmerzen geteilt. Es blieb natürlich auch aufgrund dieser ganzen Erzählung, dann, die in die Öffentlichkeit kam, was ist wirklich passiert und ist der Günther oben geblieben an der Merkel-Scharte, blieb auch bei den Brüdern und bei den Eltern eine Frage, ein Zweifel, was wirklich passiert war. Vielleicht ist doch irgendwie so der Tod oder dieses Loch, das ein Tod lässt, irgendwie allen ein Stück weit so nahe gekommen. Vielleicht kann man so sagen, dass jeder plötzlich doch sehr stark mit seiner eigenen Verletzlichkeit konfrontiert wurde. Die Mutter war ein sehr positiver Mensch. Sie war viel eher imstande, das Ganze psychisch zu verarbeiten, in ihrem unsaglichen Optimismus, den sie immer hatte. Meiner Erfahrung nach hat die Nanga Parbat-Geschichte den Reinhold sehr stark verändert. Ich wusste nur, dass ich das bürgerliche Leben einfach hinter mir lasse und genau das Leben führe, das Günther und ich vorher geträumt haben. Also wir gehen einfach klettern, wir gehen in die Wildnis, wir machen Abenteuer. Das war unsere Vorstellung. Und ich habe das jetzt radikaler als vorher miteinander erträumt, gelebt. Der Reinhold ist nach dem Nanga Parbat in Innsbruck im Krankenhaus gelegen. Man hat sich halt, wie man sich in der Bergsteigerszene kennt, gekannt, vom Klettern her. Und wir haben den Reinhold halt besucht im Krankenhaus. Und dann haben wir geschaut, was können wir machen und haben 1972 die Genehmigung für einen Manaslu bekommen. Und dann hat der Reinhold gesagt, wenn es mit meinen Zähnen wieder in Ordnung geht, dann bin ich da auch dabei. Aber diesmal ein kleiner Haufen von eingespielten Bergsteigern, alle noch mehr oder weniger aus dem Tiroler Raum, mit einem gleichaltrigen Expeditionsleiter Wolfgang Neyertz, der ähnlich gedickt hat wie wir Bergsteiger auch. Ich bin eigentlich ganz unvermittelt dann dazugekommen, wie es halt meistens bei solchen Sachen ist. Irgendwo kriegt man einen Telefonanruf oder ein Gespräch und sagt, möchtest du mitmachen? Horst Fankhauser war sicherlich der schnellste und der stärkste und der geschickteste, mit dem ich am liebsten zum Gipfel gegangen wäre. Und dann, weil er verkühlt war, wurde ein Ersatzmann gesucht. Am Ende blieb es beim Franz Jäger hängen, der das mit mir machen konnte. Kein Mensch hätte sich vorstellen können, dass innerhalb einiger Stunden während des Gipfelganges von Süden ein so großer Wetterstoß kommt, der uns den ganzen Berg zumacht und es schneit, es stürmt, dass man im Grunde nichts mehr machen konnte. Ich habe mich nur am Wind orientiert, weil ich wusste, woher die Schlechtwetterfront gekommen war, habe ich mich nach Süden hin orientiert, hatte dort eine Gratkante, wo das Zelt stand. Und irgendwann ist dann eine wankende Gestalt aus dem Schneesturm aufgetaucht. Gesagt, Horst, du, was machst du da? Ja, ich habe gesagt, Reinhold, ich bin da. Ja, wo ist der Franz? Ich habe gesagt, ja, der Franz ist bei dir. Ich hatte auch die Hilfe von Franz Jäger, der da oben nach meinem Gefühl aus dem Zelt heraus nach mir ruft. Aber nach einer bestimmten Zeit war ich völlig irritiert. Einmal war die Stimme von da und einmal die Stimme von dort. Ich habe geglaubt, er ist nicht mehr ganz bei Sinnen. Der Andi und ich haben uns dann entschlossen, um Franz zu suchen. Beide waren uns sicher, wir hören den Franz rufen. Stunde um Stunde sind wir einfach in den Schneesturm gelaufen. Und irgendwann ist der Andi hinter mir einfach in Schnee zusammengebrochen und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich sterbe, ich erfriere.
Wie das Schicksal es so will, stehen wir auf einmal vor einer großen Spalte mit so einem Überhang. Und da haben wir hineinschlüpfen können, waren vor einem Sturm geschützt, also es ging. Und irgendwann sagt der Andi, er geht jetzt einmal schauen, wie das Wetter ist. Das Letzte, was ich vom Andi heute noch klar vor mir sehe, sind seine zwei Beine, wie er so da vorne draußen steht. Und auf einmal geht er nach rechts ein bisschen weg und ist aus meinem Blickfeld verschwunden. Ein paar Mal gerufen. Also ich war nahe dran, einfach wahnsinnig zu werden. Er nicht mehr da, ich allein in dieser Schneehülle. Und in dem Moment ist mir dann mein kleiner Sohn in den Sinn gekommen. Und auf einmal ist das Baby vor mir, so sehe ich. Und auf einmal steht so ein Riesenmann um mir. Also, es ist mir vorgekommen, wie wenn ich im Himmel wäre. So grandios war das. Diese weiße Fläche, wo der Sturm so über... Die Wolken waren weg, aber der Sturm hat noch so die Schneefahnen dahin. Weit und breit, Schneewüste, Schneewüste, kein Andi, nichts. Dann habe ich gewusst, dass der Andi vermutlich nicht mehr sein wird und der Franz vermutlich auch nicht mehr sein wird. Auf alle Fälle bin ich dann zum Zelt zurückgekommen. Der Reinhold muss mich dann gehört haben und gesagt, na, ruft er, seid ihr da? Zelt aufgemacht und herausgeschaut, das sehe ich noch heute so ganz klar vor mir. Wieder erschrocken ist, dass ich nur allein bin, dass wir nicht zu dritt sind. Hat natürlich zu dem Zeitpunkt nicht ahnen können, was. Es sind natürlich Vorwürfe laut geworden danach. Der Messner hat den Jäger Franz wieder im Stich gelassen. Aber das war ein ganz normales Verhalten am Berg bei einer Expedition. Und das haben wir als Expeditionsteilnehmer und Freunde von allen auch so gesehen. Man hat einfach gesagt, der Messner ist nur ehrgeizig, der riskiert sein Leben. Mindestens einmal im Monat hat jemand irgendwo geschrieben, der Messner lebt nicht mehr lang. Und dann bei den 8000ern wollte man mir sogar das Handwerk legen, auf das ich nicht mich und andere damit umbringe. Da hatte ich eine ebenso große Unsicherheit anschließend, ob ich das weitermachen soll oder nicht. Da kam die Bremse nicht mehr von den Eltern oder von den Brüdern, sondern von mir selber. Darf man das eigentlich tun? Und da kam meine Entscheidung, also ich gebe nicht auf, ich mache mein Leben weiter, aber ich mache das allein. Allein kann ich es verantworten. Für mich kann ich es verantworten. Ich hatte keine Familie, ich hatte keine Basisverpflichtung anderen Menschen gegenüber. Ich war damals schon verheiratet mit der Uschi, also die hätte sich halt auch allein weitergebracht. Die hat auch verstanden, dass ich diese Leidenschaft, wie mein Vater gesagt hat, bis zur Krankheit ausleben muss. Und dann habe ich ja 73 schon ganz ernstlich versucht, den Nanga Parbat allein zu besteigen. Das ist allerdings nicht gelungen, weil ich nicht reif dafür war. Das heißt, ich hatte nicht die seelische Kraft, allein einfach da loszugehen und hinaufzusteigen. Da haben mich dann die Ängste sofort so in den Griff gekriegt und zurückgeholt. Der Verlust meiner Mutter war auch ein tiefer Einschnitt für mich, aber die Trennung Uschis von mir war viel einschneidender. Es war für ihn eine Tragödie. Es war allerdings auch ein Stück weit eine Befreiung für ihn. Besonders die erste Zeit war er verschwunden. Wir haben ihn auch gesucht. Wir dachten, dass er irgendwo in den Bergen, irgendwo hier in dieser Gegend sein werde. Er hat das nie gesagt, wo er war. 1977 habe ich einen Anlauf gemacht, den Nanga Parbat solo zu besteigen. Das hatte ich schon öfters versucht. Das war sozusagen von mir damals die letztmögliche Zielsetzung im großen Bergsteigen. Dann wäre ich vielleicht schon früher umgesattelt auf was anderes. Und mit einer starken Bindung hätte ich das leichter geschafft. Das war sicherlich für ihn eine seiner größten Krisen, eines seiner tiefsten Löcher. Er hat Jahre gebraucht, sich davon zu erholen. Ich habe
ein anderes Leben versucht. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich war frei, ich war sicherlich am Everest auch dem Peter gegenüber im Vorteil, weil er natürlich mehr Verpflichtungen hatte, mehr Verantwortung nach außen hatte mit seiner Familie, als ich damals hatte. Ich habe mir einen Vortrag von ihm angehört und stand in der Pause am Büchertisch und er kam raus und wir kamen ins Gespräch über Nepal. Und dann hat er mich relativ bald gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Er hat was Kühnes geplant und bräuchte noch eine Expeditionsärztin. Da hat er mir das konkret vorgeschlagen, dass er jetzt zum Everest fährt erstmal. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich einen Semesterferien ihn besuchen, im Everest Basecamp, und dann könnten wir das alles besprechen. Und der Anmarsch war schon so, dass die ganzen Trecker, die unterwegs waren, eigentlich nur darüber geredet haben, dass jetzt dieser Tabubruch ansteht von diesen Verrückten. Und ich habe gedacht, oh Gott, nein, hoffentlich wird er noch vernünftig und dreht um. Wobei mich ja so der Tod schon fasziniert hat, dass die Bergsteiger, die so provozieren. Der Everest, ja. Der Everest war natürlich schon ein Hammer. Wir haben einfach gesagt, wir sind wir und wir schauen jetzt, was rauskommt. Wir waren ja auch frech, der Messner und ich, dass wir gesagt haben, so, wir gehen jetzt ohne Sauerstoffgerät. Im Grunde war das eine ganz logische Folge von dem, was ich vorher getan hatte. Die Sauerstoffausrüstung 1978 wog pro Person durchschnittlich 50 Kilogramm. Und deswegen meine Frage, geht es ohne Sauerstoff? Dann kann man alle 8000er der Erde im Alpenstig besteigen. Dann kann man ganz anders agieren an den höchsten Bergen der Welt. Ich habe gewusst, wir sind gut, wir sind schnell. Wir haben eben in Hittenbeck sehr gut und sehr elegant bestiegen. Aber der Hittenbeck ist 8068 Meter, da fallen ja noch mal 800 Meter auf den Everest. Und da meine ich, Teufel, das wird schon eng. Das ist nicht möglich, sagen die Physiologen. Das führt zum Wahnsinn, sagen die Psychologen. Das ist Hybris, sagen die Bergsteiger. Passt zum Messner, aber da wird er klein beigeben müssen oder er kommt nicht mehr zurück. Und dann sind wir aufgestiegen, haben das Lager 1 aufgebaut. Und da kann ich mich auch noch gut erinnern, aber die ganze Nacht habe ich gesungen. Nicht? Geschlafen haben wir nicht gut und der Reinhold auch ein bisschen mitgesungen. Nicht? Auf alle Fälle super drauf, lag man. Wetter war hervorragend. Wenn Peter Haberl und ich gescheitert wären, hätten alle gesagt, ja, wussten wir ja, haben wir ja gesagt. Aber sie meinen ja, sie können auch das noch. Also so hätte es dann geheißen, verständlicherweise. Ich habe aufgeschaut und dann war das Wetter wieder schlecht und gesagt, Mensch Reinhold, du, ich weiß nicht, das gefällt mir heute nicht, das gefällt mir nicht. Und Maybe Peter is coming up again, but I know Peter is the strongest climber I know. Yeah. But in this year, you see, he's always changing. He's going 100 meters, a cloud is coming. He said, so there isn't this thing. Yes. Let's go back. Am nächsten Tag sind wir zum Camp 2 und dann ist dann das Wetter schlecht geworden. Haben wir die ganze Nacht müssen gucken und Reinhold hat 2 Zellstangen gehalten und ich habe die anderen 2 Zellstangen gehalten. Und ich habe mir gedacht, in meinem Wahnsinn, dann sind wir auch tot, dann sterben wir, weil wo will man hin verschläfen? Natürlich, der Bub war mittlerweile, der Christian war damals auf der Welt und man denkt, um Gottes Willen, ich möchte da nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Per Walkie-Talkie, da hat man immer so mit morgens und abends oder wie so ein Gespräch geführt. Dann hat Reinhold erzählt, ja, wir sind ganz unsicher, der Peter will nicht mehr, was wirst du denn sagen? Und das war völlig, für mich, eine völlige Überforderung. Also jetzt soll ich sagen, was die machen sollen, würde ich super finden. Diese Sinnlosigkeit aufgeben und runterkommen, das wäre doch eine gute Idee. Aber eine blöde Idee wäre, am nächsten Tag wieder hochzusteigen und es nochmal probieren, ne? Die Ängste und die Nöte, die kann man eh nicht chillen am Tag. Und es ist wahnsinnig kalt, man schläft ja nicht. Es ist alles ungut und schier und grausig. Wir haben am Everest ja den Sturm auf uns genommen. Das war unsere letzte Chance, das war uns klar. Wir sind in der Früh bei hartem Wind, bei großer Kälte losgegangen. Und dass das nach oben schlimmer wird, war vorauszusehen.
Am Gipfelgrat war das wirklich am Rande des Erträglichen, weil der Sturm so stark war, dass wir zum Teil auf Knien und Händen gingen, um nicht weggeblasen zu werden. Jetzt habe ich mich so krampfhaft mit dem Pickel, dann habe ich eingestoßen und habe einen Krampf gekriegt in der rechten Hand. Das war ein Moment, wo ich gedacht habe, siehst du, jetzt geht's los. Jetzt passiert etwas, was man nicht im Griff hat. Da irgendwo habe ich mich schon von der Seite gesehen. Ja, der Hadeler geht da und ich stehe in der Luft aus und schau mal zu, wie ich da klettere. Wir haben ja nicht miteinander geredet, das konnte man gar nicht. Man hätte nichts verstanden in diesem reißenden Sturm. Wenn einer eindeutig gesagt hätte, so, ich nicht mehr, ich gehe zurück, dann wären wir zurückgegangen, beide. Dann sind wir halt umgewesen, sind wir oben gestanden und haben uns gefreut und haben eine Gaudi gehabt und ich habe eigentlich mehr Angst gehabt wie der Reinhold, glaube ich. Mir war wichtig, dass ich wieder schnell von oben wegkomme. This is Radio Nepal. Reinhold Messner and Peter Habler of the Austrian Sagarmatha expedition scaled Mount Sagarmatha yesterday without using oxygen. Ich denke heute noch gerne an diese Everest-Geschichte, wobei natürlich damals auch nicht abzusehen gewesen ist, dass das der letzte Berg ist, den mit dem Reinhold mache. Aber ich habe gewusst, ich muss zurück zu meiner Familie. Ich muss jetzt wieder einmal dort schauen, dass alles ins Lot kommt, weil sonst war das auch zerbrochen, nicht? Die breite Welt hat verstanden, man kann auch ohne alles auf den Everest steigen. Das ist der Höhepunkt des Verzichtsalpinismus. Daher relativ logisch für mich sofort der nächste Schritt, um überhaupt zu wissen, dass ich allein mit mir selber in dieser Dimension zurechtkam, bin ich nach dem Everest zum Nanga Parbat gegangen. Grüß dich. Ich glaube, es gab so schon sehr viel Ähnliches, was mich mit Reinhold verbunden hat, also was bei uns beiden gleich war. Wir sind beide in der großen Familie aufgewachsen, beide auf dem Dorf und wollten beide raus. Ich bin dann mit Ursula Greta, die mich ja im Everest-Basislager besucht hat, zum Nanga Parbat gereist. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ja, dieser Mann hat mich auch fasziniert. Ne? Also erstmal seine Entschlossenheit, das will ich machen und das mache ich. Als ich dann gehört habe, dass ich die Nummer 6 war, weil die anderen 5 schon abgesprungen waren, habe ich gedacht, aha, der war extrem unter Druck, weil er ohne eine Expeditionsärztin oder Expeditionsarzt keine Genehmigung gekriegt hätte. Ich hatte am ersten Anlauf auch ein großes Problem, weil ich Angst kriegte, weil ich auch ein Mensch bin. Der ist ja völlig zusammengebrochen. Plötzlich lag nur noch ein wimmerndes, schluchzendes Bündel aus Angst und Verzweiflung im Zelt und hat gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Also ich wusste gar nicht, was passiert war. Und er hat es auch nicht ausdrücken können, was genau es war. Ich wusste, was alles passieren könnte. Ich hatte den Nanga Parbat schon einmal bestiegen und bin da in große Schwierigkeiten geraten. Terry und ich, wir saßen unten im Basecamp und haben ihn verfolgt, praktisch seinen Punkt verfolgt und der war unglaublich weit gekommen. Die Nacht war vorbei und ich hörte nur, ich lag im Zelt noch, habe geschlafen morgens ganz früh, hörte nur eine ganz aufgeregte Stimme von Terry. Ich habe natürlich Panik gekriegt, also da muss irgendwas ganz Furchtbares passiert sein, wenn der so rumschreit. Dann war klar, ein Riesenstück war von dem Seerak abgebrochen, direkt unter seinem Zelt. Das ist natürlich eine Situation, die ich immer verdrängt hatte. Die hatte ich nie so richtig an mich rankommen lassen.
wollen, können, dürfen. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht mitgegangen. Was ist, wenn er wirklich nicht runterkommt? Was ist, wenn er da oben bleibt? Und die meisten auch Bergsteiger, guten Bergsteiger haben gesagt, das geht nicht. Das ist ein völlig unmögliches Ding. Wo auch schon er selber sagt, er hat Angst vor dem Alleinsein. Ne? Das war ihm ja voll bewusst, dass das nicht seine Stärke ist. Ne? Es war ein Erdbeben, Stärke 7 auf der Richterskala. Und nun war plötzlich die Chance, dass genau dieser Fall eingetreten war recht real für mich. Ich hatte nur 2 Eisschrauben dabei. Mit einer habe ich mein Zelt angehängt. Sonst hätte der Sog der Lawinen das Zelt einfach rausgehoben und hätte mich mitgerissen. Dann hat mich auch manchmal die Wut gepackt. Ich habe gedacht, was macht dieser Scheißtyp da oben? Wir sitzen hier unten, heulen uns die Augen aus dem Leib, bibbern oder halten die Daumen und können nicht schlafen. Und der geht einfach da hoch und was völlig Sinnloses. Dieses Ohnmachtgefühl ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Und du blöde Kuh gehst auch noch mit, machst du auch so einen Blödsinn noch mit. Ne? Und wenn du nicht mitgegangen wärst, hätte er gar keine Genehmigung gekriegt, wäre vielleicht alles gut gewesen, aber jetzt bist du noch schuld. The moment I wake up, I'm already there. 'Cause I am obsessed by my vision. And if I will try 100,000 times, I still have to roll up that stone. Gravity grabs you by the hand and smiles. But who can contain your ambition? And like a gambler's gambling all the time, you'll still have to roll up that stone. Once across the borderline, the point of no return, you see the world through a watchman's eyes, you face the world as one. The borderline to kingdom come, should I stay or turn back home? Ich bin beim ersten Schlechtwetteranzeichen zum Gipfel gekommen, aber noch unter brauchbaren Bedingungen. Bin zurückgegangen in mein Biwak und habe dort dann einen Wettersturz erlebt, der 48 Stunden dauerte. Im Grunde hat er 2 Wochen gedauert, aber nach 48 Stunden habe ich die Entscheidung getroffen, beim ersten Loch im Nebel, dass ich gesehen habe, wo ist die Mamre-Rippe, wo sind die Seraks, wo ist das Basislager. Dann bin ich direkt abgestiegen über eine andere Route, die ich natürlich inzwischen als eine Option kannte. Relativ gefährlich, aber sehr schnell. Und bin in, glaube ich, 6 Stunden von 7600 bis ins Basislager gekommen. Wir haben den dann schon gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Da habe ich mir seine bequemen Schuhe geschnappt und bin ihm entgegengelaufen. Das war eigentlich ein Gespenst. Er sah furchtbar aus. Dann war das schon schön, dass wir uns umarmen konnten. Also dass man das physisch, sinnlich spüren konnte. Der lebt noch, der ist wirklich da und kann sich noch bewegen. Es ist kein Gespenst, es ist wirklich ein lebendiger Mensch. Aber er war wie vom anderen Stern. Auch völlig fertig, völlig fertig. Wir haben kaum was geredet. Ich habe keine Worte dafür gehabt. Auf der einen Seite schon was Heiliges und auf der anderen Seite was, ich weiß es nicht, ich kann es nicht bezeichnen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ein Vermächtnis weiterzuleben habe, also Bruders Träume weiterzuleben habe. Aber ich habe das Gefühl, dass sozusagen seine Energie auch in mir zum Teil steckt. Das heißt, dass ich dann die doppelte Energie hatte. Und dass natürlich mein Bruder mitging bei den Reisen oder bei den Klettereien, das ist auch klar, weil ich ja dieses Erlebnis ein Leben lang mit mir herumtrage. Das ist heute noch so in den Träumen, dass ich mit ihm klettern kann. Also dann und wann ist es selten passiert, aber es passiert. Es hat mich schon sehr verändert. Es war echt was ganz außergewöhnlich für mich. Das war ja dann auch schon relativ bald klar. Ein Jahr später steht der K2 an, kommst du wieder mit. Und dann gab es so eine Idee, wo er gesagt hat, Mensch, das nächste wäre doch mal ein Mann, eine Frau und ein 8000er. Trainier doch ein bisschen, das würdest du bestimmt schaffen. Ich habe gedacht, Quatsch,
schaffe ich doch nie. Aber ich habe auch gemerkt, es war nicht nur meine Physis, der ich nicht getraut, das war auch meine Motivation. Und ich habe auch gemerkt, da gibt es noch andere Träume. Ich will eigentlich nicht weiter auf Berge steigen. Also ich glaube, vor allem hatte ich Lust auf Kinder. Und das war mit dem wilden Leben, wie es Reinhold geführt hat, war das nicht, wollte ich das nicht. Hier Bahnschlage Reinhold, du bist sehr weit weg und deine Stimme ist sehr schwach. Wie geht es dir? Hast du noch Kraft? Fabelhafter Techniker, intelligent, draufgängerisch, weiß, was er will, alle Hochachtung. Und auf der anderen Seite maßlose Eitelkeit, der Presse gegenüber zu viel Reklame, keine Ehrfurcht vor der Natur, glaubt nicht an Herrgott und das darf einem Bergsteiger nicht fehlen. Das mag ich einfach nicht, jetzt wissen Sie es. Was ich natürlich nie aufgeben werde, ist mein Hobby, das heißt mein Bergsteigen. Das viele zwar meinen, es sei mein Beruf geworden, aber es ist auch gleichzeitig Hobby geblieben, trotz der Popularität. Welcome in England. Danke vielmals. Man, you want your signature? Es ist mir wirklich in diesem Jahr alles gelungen. Und mit der Erfahrung, ich kann den Everest ohne Maske. Ich kann ihn auch allein, den Nanga Parbat, konnte ich theoretisch auch den Everest allein. After Mount Everest with Peter Habala without oxygen, in these 2 years, no one day passed without thinking about Mount Everest. Preparing myself mentally. And the mental preparation is much more important than the physical preparation. I went a bed for more than 2 years with the idea of Everest in a solo ascent. I woke up in the morning with this Everest solo ascent idea. And so motivation was growing and growing. But the Nepalese didn't give me a permit. So in '79, I went to Beijing. And the Chinese said, why not? And I asked them, how much is the permit fee? And they said, $80,000. And I didn't have $80,000. And I sold all my loose property. I sold also my Porsche. I did not know if I would need it afterwards. And I went to Mount Everest. Und das war das Ende meines Höhenbergsteigs. Das war für mich klar, jetzt ist es aus. Höher kann ich nicht, alleiner geht es nicht, schwieriger schaffe ich es nicht. Eine der Dinge, die mich beim Reinhold immer wundernehmen, ist zum Beispiel diese Feststellung, ich bin, was ich tue. Weil mir das irgendwie eine sehr reduzierte Art und Weise der Betrachtung scheint. Er spricht ja auch manchmal von seiner Sisyphus-Arbeit. In meinem Feld würde man da von Wiederholungszwang sprechen. Nach dem Everest im Alleingang war es mehr oder weniger von der nächsten Generation an, und das waren dann meine Südtiroler Kameraden und Freunde, dass ich doch beflügelt worden bin, das noch zu machen, was ich schon ad acta gelegt hatte, wie zum Beispiel die Doppelüberschreitung. Und dann war es Hans Kammerlander, der mir gesagt hat, wenn du es machst, wenn du das alles vorbereitest, ich gehe mit. Und ich war 40 und er war 28, er war im besten Alter, um sowas zu machen. Ja, Gasherbrum, ich habe schon geträumt von diesen Bergen, aber habe eigentlich nicht gewusst, ob das vielleicht einmal Wirklichkeit wird. Ich war damals sehr aufgeregt, ich war mir überhaupt nicht sicher. Ich wusste, ich kann klettern, aber ich wusste überhaupt nicht, was wird dein Körper in den großen Höhen machen mit dir. Das Seil ist kein richtiges Seil, sondern eine Rebschnur. Das nehmen wir doppelt, wenn wir uns sichern, aber das Seil werden wir fast nie brauchen.
Mit dem Lehrbuch hat das nichts mehr zu tun, was wir da aufgeführt haben. Wir haben 6 mm Rebschnur als Seil dabei gehabt. Wir haben keinen Klettergurt dabei gehabt, aus Gewichtsgründen, einfach nur wie Tränker in seinen besten Seiten das Seil um den Bauch gebunden. Wenn wir nach 2 Wochen nicht auftauchen, heißt das, dass wir irgendwo unter eine Lawine geraten sind oder an Erschöpfung gestorben sind. Dann hat es auch keinen Sinn, dass du jemand hochschickst, dann kann man uns nicht mehr finden. Meine Schule war nicht leicht, weil ich als kompletter Neuling sofort in diese schnelle Spur eingestiegen bin und der Messner hat einfach eine schnelle Spur vorgegeben. Ich glaube schon, dass für den Reinhold das Bergsteigen von großer Bedeutung wurde, weil er damit auch was ausdrücken konnte, was er sonst nicht ausdrücken konnte. Eine Wand sozusagen mental zu durchsteigen, die ideale Linie zu finden, eine Linie zu Ende zu führen, die in ihm ein Stück weit einen Unterbruch erfahren hat, die es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht gibt, aber die für ihn zum Motor und zur Motivation wurde und irgendwie auch eine besondere Ästhetik in ihm formiert hat. Wenn ich oben am ersten Gipfel stand, wenn Reinhold da nur einen Funken mir die Idee gegeben hätte, lass uns jetzt drehen um, ich wäre ja sofort dabei gewesen. Ich war mit diesem einen Gipfel ja schon sehr glücklich. Wir werden jetzt nicht nur auf einen Gipfel hochsteigen und dann schnell wieder runtergehen, sondern wir wussten, da oben beginnt es erst, weil du ja eine endlose Strecke über einen exponierten Grat zum nächsten noch Tausender weiter musst. Und wenn du dann am zweiten Gipfel wirklich bist, da hast du eigentlich gar kein Ziel erreicht. Du bist noch so weit weg vom eigentlich sicheren Basislager. Du weißt genau, es sollte jetzt eigentlich nichts mehr dazwischen kommen, weil recht viel ist einfach nicht mehr drin. Du musst nur noch schauen, in die Tiefe zu kommen, wo wieder mehr Sauerstoff ist, wo du wieder ein bisschen Mensch wirst. Das Seil nur um den Bauch gebunden. Ich schnür's so sehr ab. Wenn du 10 Minuten so unten hängst, dann bist du unfähig, noch selber irgendwas zu machen. Und in einer Viertelstunde bist du mit Sicherheit nicht mehr am Leben. Ich weiß, Reinhold kann mich nicht hochziehen. Hans! Hans! Wo ich in das Loch eingebrochen bin, hat es mir den Rucksack nach oben gerissen. Und er ist verkehrt rum bei der Brust vorne gehängt. Das musst du hunderte von Mal geübt haben, sonst kriegst du dich frei hängend in dieser Falte nie mehr an die Füße. Raufkommen, das war das Limit, ich war oben fast bewusstlos. Und dann mussten wir, und das war wirklich schlimm, wir mussten da noch einmal bivakieren.
frierst die ganze Nacht mit einem ausgemergelten Körper wie ein Hund und ganz, ganz nahe die Lichter vom Basislager, wo du weißt, du wirst einen Tee geben, einen warmen Schlafsack und da kannst du entspannt durchatmen. Das ist dann sehr mühsam, das hat mit Schönheit überhaupt nichts mehr zu tun. Und da sagst du auch auf jeden Fall mit Sicherheit, lass die Finger in Zukunft von solchen Aktionen. Karg. Die letzten 2 Tage dauern es. Wir haben es gepackt. Ich glaube, wenn man öfters sowas macht, dann kann man das Beste, was man machen kann, ein Testament. Kann man nur ein Testament machen. Wir haben die letzten Tage wirklich Glück gehabt und Wahnsinn. Was wir beim Bergsteigen lernen, ist das genaue Gegenteil von dem, was unterstellt wird, dass wir sozusagen Heldenhaftes tun würden. Dass wir keine Angst hätten, dass wir sogar den Tod in Kauf nehmen würden. Nein, wir gehen in die wilde Welt hinaus und merken, wie zerbrechlich, wie ängstlich, wie fraglich wir in dieser Welt stehen. Ich könnte mir das vorstellen, dass die Mutter sich gewünscht hat, er würde damit aufhören. Es war ja dann auch so, dass ein anderer Bruder, der Siegfried, auch beim Bergsteigen verunglückt ist. Das ist wirklich so gewesen. Sie hat ihm das gebeten, einfach in der Sorge, noch jemanden in den Bergen zu verlieren, weil sie sich auch bewusst geworden ist, dieser großen Gefahr in diesen großen Bergen. Ich glaube, wenn jemand den letzten Rest seiner Kindheit verloren hat, dann darf er ja nicht mehr auf solche Berge steigen. Dann hat es keinen Sinn mehr. Ein Jahr später waren wir unterwegs, um eben seine 2 letzten 8000er zu besteigen. Das war für mich dann vielleicht nicht mehr so schön, weil gerade bei den letzten 2 habe ich selber das Gespür gehabt, da ist doch schon das Tempo eines Wettlaufs drin. Wer schafft als Erster alle 14 8000er? Und da sind wir einfach auf die beiden Berge gestiegen. Da sind wir einfach auf die Berge los. Die 8000er am Ende sind zufällig eine Summe, die dann rauskam. Das ist für mich auch heute noch irrelevant. Ich hätte natürlich nach 2 8000ern sagen können, so mit den großen Wänden reicht's, das war eh zu gefährlich. Jetzt gehe ich die Normalwege mit Sauerstoff und dann hätte ich diese 8000er abgehakt innerhalb von wenigen Jahren. Was wäre es gewesen? Nichts als Langeweile. Die Bedeutung, den Inhalt geben wir eigentlich den Bergen. Die heiligen Berge, die haben eine größere Ausstrahlung. Ein Berg hat eine stärkere Ausstrahlung, wenn er eben nicht bestiegen ist. Die Berge, die ich selber bestiegen habe, die sind banal geworden. Am Kailash hatte ich eine der ersten Genehmigungen. Als ich aber dann merkte, wie die Einheimischen diesen Berg verehren, die zum Teil den Berg umkriechen, also mit der Körperlänge ausmessend, habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich gehe da nicht hin mit Seil und Haken und ein paar Bergsteigern, ein paar Sherpas und vergewaltige diesen Berg. Ich hatte inzwischen auch die ganze Mythologie studiert mit Milarepa, der angeblich auf den Sonnenstrahlen reitend da hinauf geflogen ist in Lichtgeschwindigkeit, das muss man sich vorstellen.
Nicht nur Moses kommt mit den 10 Geboten vom Sinai herab. Mohammed meditiert am Berg Hira und bekommt dann von Allah die Erkenntnis. Buddha meditiert im Himalaya und bringt dann seine Schüler hinunter in die Täler und verbreitet seine Lehre des Verzichts. Die sind auf Berge gestiegen, weil oben die Übersicht ist, die Erkenntnis ist, weil oben auch die Übersicht über uns selber klarer ist als unten im Tal. Zu meiner großen Überraschung hat er vor ein paar Jahren von Milarepa vorgeschwärmt. Dem wurden ganz viele schwere Aufgaben gestellt von seinem Lehrer. Wir in unserem Kulturkreis kennen Sisyphos. Agat, obwohl er genau weiß, es wird kein Ende geben, der Stein wird wieder runterrollen. Vielleicht nimmt er das an. Vielleicht nimmt er das einfach an als seine Bestimmung, sein Karma. Ich war schon lange sehr neugierig, wie das war, als vor 400 Jahren die Sherpa, das ist ja ein Volk aus Tibet, nach Solukhumbu, nach Nepal ausgewandert sind, über die gesamte Hochfläche, über den Nangpala-Pass, fast 6.000 Meter hoch, 20.000 Yaks, 20.000 Leute. Ich bin genau dieser Strecke nachgegangen, waren 2.000 Kilometer im verbotenen Gebiet. Das war wirklich so aufregend, wie die 8.000 da alle zusammengenommen. Und damit habe ich entschieden, das ist mein nächstes Leben. Die Durchquerung der großen Wüsten, die Gobi, die Taklamakan oder auch die zentrale Sahara. Ich bin dann auch in die Eiswüsten gegangen, Nord- und Südpol, weil ich immer schon begeistert war von Shackleton und von Nansen. Also eine ganz andere Dimension des Abenteuers. Wir haben Grönland in der Länge nach in 34 Tagen durchquert. Hatten wir 94 Tage geplant gehabt. Wir waren sicherlich nach dieser Expedition sehr euphorisch und haben gedacht, dass wir jetzt den Nordpol als Frühstück aufnehmen können. Es war unser Ziel, über den Nordpol zu gehen, von Russland nach Kanada. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass die Nordpol-Expedition ganz was anderes ist wie die Grönland-Expedition, ganz anders ist wie die Südpol-Expedition. Aber wir waren imstande, am Abend dann einen Übernachtungsplatz zu finden und wir sind dann spät in der Nacht geweckt worden. Die erste Temperatur war in dieser Nacht minus 48 Grad.
Stresssituation, in der wir waren, habe ich meistens mit Günther geredet. Dort kam einfach seine Angst wieder hervor. Sein Verantwortungsbewusstsein für den kleinen Bruder, dem er wahrscheinlich lange Zeit geglaubt hat, nicht nachgekommen zu sein. Und ich habe ihm auch gesagt, ich bin nicht Günther. Und er hat mich trotzdem am nächsten Tag in einer Stresssituation als solchen wieder bezeichnet. Zum Todestag von Günther haben wir beschlossen, mit einer ganz kleinen Gruppe nochmals zum Nanga Parbat aufzubrechen. Wolfgang und Hans-Peter Eisenle waren in der Moräne und sie haben dann so einen farbigen Flecken gesehen und dort einen Knochen gefunden. Für Reinhold war relativ klar, er kann nur 2 Leuten gehören. Und wir haben den Knochen mit nach Hause genommen und untersuchen lassen. Also der Fund dieser Knochen und der Nachweis, dass es sich um unseren Bruder handelt, war sicherlich für die Familie eine große Erleichterung. Das war auch der Grund dazu, dass wir als gesamte Familie zum Nanga Parbat gefahren sind. Vor dem Kessel ist ein Buckel mit riesigen Spalten. Und du kannst links vorbeigehen zwischen 2 Eisbrüchen. Kann man durchgehen, das sieht man mit freiem Auge. Und weil dort Lawinenkegel raus waren, bin ich rechts herausgegangen, um zu schauen, geht das. Er hat ja dort ein Schulprojekt, er hat ja dort auch eine medizinische Station eingerichtet. Und wir haben die Gelegenheit gehabt, diesen Mann, der ihn gefunden hat, damals, am Rande dieses Schulgebäudes zu treffen. Die Verbindung zwischen diesen zwei, dieser Moment der Begegnung. Nun, ich glaube, das war ein sehr besonderer Moment. Ich glaube noch, dass es sehr wichtig war für alle Brüder, für die Schwester, dass sie dort sein konnten und das irgendwo mit eigenen Augen sehen konnten. Schlussendlich einfach wussten, dass dort irgendwo der Bruder begraben liegt. Später muss man einfach eingestehen, dass wir Menschen langsam zerbröseln, so wie die Berge auch zerbröseln. Die Berge verwittern und werden dann am Ende zu einer Wüste und wir Menschen lösen uns langsam auch auf. Das Alter ist ein Massaker. Ich leide noch nicht darunter, aber ich habe freiwillig einfach rechtzeitig Schritt für Schritt zurückgesetzt, so wie ich in jungen Jahren Schritt für Schritt draufgepackt habe. Das Leben bleibt ein Bogen zwischen Geburt und Tod eingespannt und die Kunst ist, das anzuerkennen. Das ist ja die Kunst des Bergsteigens, dass ich das Können als des Dürfens Maß anerkenne. Oder du machst es wie Milarepa. Ich habe leider nicht die Fähigkeit, unter Sonnenstrahlen zu reiten, sonst würde ich das gern tun.